So, es geht weiter. Taschen sind gepackt. Jasmin bringt gerade schon die erste Ladung wieder nach vorne zurück zu dem Weg. Und ich schiebe jetzt Rusty den Sandweg wieder zurück. So, wir sind zurück auf der Straße. Jetzt geht's weiter. Auf dem Weg sind wir eher. Meine ich ja. Straße ist das nicht. Der Sandweg. Rappel, rappel, rappel. So, hier haben wir eine kleine Kapelle. So ein kleines Häuschen. Sieht jedenfalls an der Kapelle aus. Jasmin guckt gerade, ob wir da unsere Wasservorräte auffüllen können, weil da vorne dieses kleine Häuschen ist so ein kleines Toilettenhäuschen. Gucken, ob da noch fließend Wasser ist. Jetzt habe ich gerade gesehen, Jasmin ist jetzt gerade zu dem kleinen Häuschen. Gucken, ob da irgendwo ein Wasserhahn ist. Kein Wasser da. Leider ist es abgestellt. Müssen wir weitersuchen. Schieben ist wieder angesagt. Berge sind halt der natürliche Feind von Rusty. Und von uns, aktuell. Yeah, Berg geschafft. Wupp, wupp. Einer von, weiß ich wie viel heute noch. Schicke Fräse. Heute geht's nach Kalitea und ein kleines Stück daran vorbei. Und da werden wir dann schlafen. Genau, da fahren wir jetzt hin. So, kurze Verschnaufpause. Wir sind nämlich gerade diesen Berg da hochgeeiert. Jetzt sind wir oben. Jetzt geht's da den Berg wieder runter. Hoch und runter, ganze Zeit. Ganz viele Mandelbäume. Auf der Ecke kommt das hohe Wasser auf jeden Fall. Abwärts. Mit Aussicht aufs Meer. Das ist der zweite Finger da hinten. Sitonia. So, wir wollten hier gerade Wasser auffüllen am Wasserhahn. Und dann haben uns die netten Männer gesagt, dass es nicht gut ist zum Trinken. Jetzt haben die uns 2 große Flaschen geschenkt. Die da hinten. So, wir sind jetzt gerade in Nähe Forkea angekommen. Und ja, schön Wasser. Und ja, der Ausblick auf den zweiten Finger. Und ja, hier sind wir zwar nur auf der Durchreise, aber mal gucken, wenn wir ein schönes Plätzchen finden, machen wir vielleicht mal einen kurzen Mittagsbreak. Oh yeah. Oh oh, da kommt der nächste Berg. Aber auch den schaffen wir. Wollt ihr hier anhalten, mal runterfahren oder sagen die da rein? Ja, können wir? Dann können wir ja da rein. Mhm. Oder sowas rein. Können wir da rein? Das war's. Kann ich mehr da? Oh, das ist oben? Oh, Babyhunde. Neue Babyhunde. Ach, scheiße. Offroad. Ach, auf die Kamera ein bisschen. Dass sie ein bisschen gerade filmt. Da ist noch ein kleiner Babybauer. Quietsch, quietsch. Ja, stimmt. Das hört man, wenn wir irgendwo lang fahren. Jetzt sitzen wir auch auf dem Schleifstein. Jetzt haben wir uns hier an den kleinen Hafen hingesetzt. Da vorne hat uns gerade noch eine Frau angesprochen, mit der haben wir uns gerade so, Jasmin ist jetzt noch bei ihr. Und ich wollte mal ein bisschen näher an den Turm hier gehen. Das ist, oh, eben stand da ein Schild, jetzt habe ich es wieder vergessen, wie es heißt. Irgendwie so ein Denkmal, Tower zu Zeus oder so hieß das. Ich werde es aber auf jeden Fall mal einblenden, wie es richtig heißt. Aber es ist schön hier. Das sind mal fette, große Palmen. Schön hier. Jasmin war eben auch noch gucken, ob wir ein Eis irgendwo finden. Haben aber leider kein Eis gefunden. Ja, gucken in der nächsten Ortschaft. Ist ja schon wieder mittags, da kann man sich bei der Sonne auch mal ein Eis gönnen. So, jetzt haben wir mal was richtig Cooles gefunden. Und zwar haben wir uns gerade mit einer Einheimischen unterhalten. Die hat uns den Tipp gegeben, dass hier eine alte Grotte ist von so einem heilig gesprochenen Mönch. Und dann geht es hier rein und dann hier runter. So, ich mache mal die Taschenlampe an, dass man ein bisschen alles sieht. Und dann geht es hier lang. So, und das Beste kommt da vorne. Also hier noch kann ich
gehockt gehen. Aber jetzt ist Krabbeln angesagt. Krabbeln. Gar nicht so einfach, wenn man 2 Kameras dabei halten muss. So, genau. Hier ist so eine Quelle. Und dann geht es hier weiter. Und dann ist hier ein Altarraum. Richtig, richtig cool. Ja, und hier muss man dann reinkrabbeln. GPS-Signal verloren. Ja, und hier unten hat man auch kein GPS. So, wir fahren jetzt weiter. Jasmin geht sich nochmal hinten gerade bei der Frau bedanken und Tschö sagen, die uns den Tipp gegeben hat mit der Grotte. Und wir fahren dann weiter. Also näher vor Kier, auf jeden Fall ein Tipp wert. Ist super hier. Schön. Und nette Leute. So, wir haben gerade entdeckt, wo es weitergeht. Also, was heißt, wir haben es gerade entdeckt, aber man sieht ja, wo es weitergeht. Es geht jetzt erstmal hier steil runter. Und da hinten wieder steil hoch. Ja. Also bei 20 Grad, also wir schätzen, dass wir so 20 bis 22 Grad in der Sonne haben, den Rusty einen Berg hochzuschieben, der, wie man ja im Hintergrund sieht, locker seine Zehen hat, ist das jetzt schon hart. Besonders wenn er so lang ist. Wir sind die Wärme nicht mehr gewöhnt. Bis vorgestern war hier noch Winter. Ah, ihr hört ja, was Rusty davon hält. Ihm ist auch zu warm. Der quietscht schon. Ja. Aber wir haben rausgefunden, was hilft gegen das Quietschen kurzzeitig. Vollbremsung. Einmal kurz die Bremse anhauen. Dann ist Ruhe. Die Bremsbacken sind nämlich nicht mehr so hundertprozentig in Ordnung. Aber da konnten wir auch beim Klarmachen nichts mehr dran ändern. Hier oben! Und die grunzt hier rum. Jetzt geht's abwärts. Lüften. Oh. Ich fühle mich wie im Cabrio, nur mit Dach. Yeah. So, vor uns liegt Kalitea. Jetzt geht's ein Stück ab bis in die Ortschaft. Und wir hoffen, dass wir da diesmal ein Eis bekommen. Ja. Wir wollen nämlich ein Eis. Wollen wir. Und ja, danach geht es nach Kalitea noch ein Stück weiter. Und dann sind wir auch fast schon an unserem Schlafplatz, den wir uns rausgesucht haben für heute. Am Strand wieder. Yes, Yes. Er hat gesagt, welcome to Greece. Geil. Oh, ich glaube, da kommt eine Eistruhe. Da gehen wir doch gleich mal gucken, ob wir eins bekommen. Eis. Juhu, wir wollen Eis. Da kommt Jasmin und sie hat Eis. Yeah. Und eine Zwiebel. So, jetzt haben wir direkt neben den kleinen Supermarkt tollen Aussichtsplatz gefunden. Und Eis. Also Eis, Aussichtsplatz, damit man sieht, was ich meine mit Aussichtsplatz. Schön. Okay, hier ist nichts los und wir stehen an der roten Ampel. Gucken, wie lange es dauert. Ah, grün. Das war's. Und weiter geht's.
Dann noch mal ein bisschen. Wir wollen ja nicht in der Kurve rausfliegen wie so ein SUV. Ich fühle mich wie auf der Achterbahn. Hui. Oh Gott, oh Gott. Irgendwo müssen wir gleich abbiegen. Ja. War das hier schon? Der kommt da vorne gleich, ja. Hier. So, jetzt fahren wir zu unserem eigenen Strand. Zu unserem Privatstrand. Na, ich glaube nicht, dass er so privat ist. Hoffe ich mal. Und gleich ist es total überfüllt. Und dann? Nee, das glaube ich nicht. Offroad. Da wäre es gerade gewesen. Okay. Schotter! Verlier nicht viel und Fug. Nicht so doll. Ich fall fast raus. Uiuiuiui. Boah, das wird jetzt sehr hubbelig hier. Sehr, sehr hubbelig. Ach du Scheiße. Sollen wir da wirklich durch? Müssen wir. Um Gottes Willen. Schaffen wir. Wir War müssen nur das treten. Ja. Okay. Der Offroad Rusty. Okay. Mein Rad ist durchgedreht. Oh nein. Scheibenkleister. Wir schaffen das. Ja. Weiter. Ich bin von der Pedale abgerutscht. Jetzt aber. Okay. Wir schaffen es. Geschafft. Ich fall hier fast runter. Jasser! Okay, geschafft. Da sind wir schon. Oh, noch mehr Autos? 2 Autos. Ein Angler. Das geht doch. Schlagloch. So, Jasmin hat mal gerade ausgekundschaftet, ob wir da einen passenden Schlafplatz finden können für mit Rusty. Gucken, was sie gleich zu berichten hat. Okay, Jasmin sagt, da hinten ist ein bisschen zu steinig. Da werden wir nicht mit Rusty durchkommen. Deswegen gucken wir jetzt, ob wir eventuell da drüben was finden. Oder ansonsten dann nur direkt hier vorne dann. Aber da ist es zu schief, glaube ich. Da wird es ein bisschen schief sein. Alternativ können wir auch noch hier oben auf die Wiese gehen, wenn wir da einen Platz finden. Mal gucken, wir finden schon was. So, wir haben unseren Schlafplatz gefunden. Jasmin schließt gerade noch Rusty ab, den lassen wir nämlich da vorne, weil über die Steine rübertragen ist nicht ganz so toll. Und ja, das ist unser Platz. Hier haben wir einen felsigen Strandzugang. Da geht er noch ein bisschen weiter. Und hier vorne werden wir dann unser Zelt aufbauen. Es ist nicht 100% gerade, aber es geht. Wir beobachten hier die Delfine. Die kommen da hinten immer wieder aus dem Wasser raus. Da hinten.
So, Jasmin hat sich ein Höckerchen gebaut. Ja, einen richtig coolen. Guckt euch das an. Selbst angeschleppt, die ganzen Steine. Wow. Kann auch nicht Kannst du sogar kippen. heiße Kohlen drunter legen, dann hast du einen Ja. beheizten Po. Das finde ich super. Hier ist unsere Feuerstelle. Genug Feuerholz für die Nacht haben wir auch. Für den Abend. Jetzt warten wir nur noch darauf, dass die Sonne langsam untergeht.